Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Joscha und Dexter Video. Und zwar, wie ihr ja unschwer dem Thumbnail entnehmen konntet, sind wir hier heute bei Heimatsheim. Und Heimatsheim liegt jetzt grob, sag ich mal, bei Bonn. Heimatsheim liegt auch, mein Gott, ja, der Hund, der muss ja erstmal hier markieren. Wir haben noch eine Autofahrt hinter uns gehabt. Liegt westlich des Rheins. Und somit war Heimatsheim einer der Orte, die man dann zu Ende des Zweiten Weltkrieges nochmal entsprechend militärisch aufgestellt hat, um hier möglichst die Alliierten vor der Überquerung des Rheins zu hindern. Um Heimatsheim gibt es ja so circa zwischen 37 bis 40 Kilometer Schützengraben. Das ist eine ganz interessante Sache. Ich habe das gestern durch Zufall gefunden, weil ich hier einfach mal geguckt habe, was könnte denn hier so sein. Habe ich ein großes Waldgebiet entdeckt und dann habe ich mal das Geländemodell dazu geschaltet und siehe da tat sich einiges. Ich habe euch jetzt hier an dieser Stelle 3 Orte rausgesucht, die wir jetzt mal besuchen werden, um mal zu schauen, was da überhaupt ist. Ich habe keine Ahnung, ne, inwiefern wir da was sehen können, aber wir müssen jetzt erstmal hier auch so ein bisschen dem Hundeverkehr ausweichen. Hier ist nämlich ziemlich viel los und wenn ich dann an der ersten Struktur bin, dann nehme ich euch dazu und wir haben natürlich hier auch entsprechende Einblendungen dann auf der Karte. Also bis gleich. Ja, und da haben wir auch schon die erste klar erkennbare Schützengrabenstruktur hier. Ihr müsst euch das nur mal vorstellen. Ich habe das gerade, glaube ich, nur so ganz kurz mal eben erwähnt. Aber die haben hier wirklich circa 40 Kilometer Schützengraben angelegt, rund um Heimatsheim. Und den erhaltenen Teil dieser Schützengräben, die haben wir halt hier im Wald. Die anderen, die dann entsprechend auf dem Acker waren und so weiter, die sind natürlich wieder landwirtschaftlich genutzt, beziehungsweise nicht die Schützengräben, sondern die Ackerflächen. Von daher ist da wohl nichts mehr erhalten, soweit ich das jetzt gesehen habe. Und ja, neben diesen Schützengräben, die sich hier durchziehen, haben wir hier auch entsprechende Stellungen im Wald. Und wir haben hier eine ganz interessante Struktur auf dem DGM-Modell. Und das gucken wir uns jetzt mal eben an. Und da seid ihr jetzt auch live dabei. Ich kann euch so jetzt natürlich nicht sagen, was genau das ist. Aber wir könnten uns gut vorstellen, dass wir es hier hinten halt mit entsprechenden Verfügungsräumen zu tun haben. Beziehungsweise dass hier auch quasi eine Erdverbunkerung war, ja, Aufenthaltsräume für die Soldaten, dass wir halt entsprechende Bohlen vielleicht oben drüber liegen hatten über dieser Öffnung, weil das ist schon ziemlich tief hier, die ganze Geschichte. Das macht mir so als Stellung irgendwie keinen Sinn, denn wir sind ja hier halt auch mitten im Wald. Die Wirkrichtung wäre da vorne raus, also grob in diese Richtung liegt dann auch Heimatsheim. Und ja, so sieht das hier aktuell aus. Wir gehen jetzt hier noch mal so ein bisschen lang, was wir hier sehen können. Wir sehen auf jeden Fall hier schon mal ganz klar den Eingang hier in diesem Bereich. Das heißt, von hier aus ging es dann entsprechend hier unten rein. Und da seht ihr, da ist also schon ein ordentlicher Aushub, sage ich mal, vorgenommen worden. Also jetzt, ohne dass ich wirklich hier Kenntnis hätte, ich würde sagen, hier war so ein Rückzugsbereich, so ein Unterkunftsbereich in Anführungsstrichen, für die Soldaten, die hier letzten Endes dann in den Schützengräben Heimatsheim hätten verteidigen sollen. Inwiefern diese Kämpfe hier stattfanden, was hier genau in Heimatsheim abging, das weiß ich auch nicht. Da müsste ich mich dann auch noch mal belesen. Das ist hier mal wieder eine dieser Unternehmungen. Das ist einfach so ein Last-Minute-Ding. Ich bin froh, dass ich überhaupt hier was gefunden habe, was ich euch zeigen kann. Von daher entschuldigt bitte, dass ich da jetzt nicht geschichtlich so mega super aufgestellt bin. Ich weiß nur nördlich von Heimatsheim, das habe ich nur auch grob überflogen, da war wohl auch Flak stationiert, wahrscheinlich auch wohl für den Erdkampf eingestellt, gegen heranrückende Panzer, nehme ich jetzt mal einfach an. Wir gehen nochmal wieder hier aufs Gelände ein, also hier vorne seht ihr diesen Verbindungsweg und hier haben wir auch nochmal eine wirklich große Senke. Wie gesagt, ich vermag nicht zu sagen, wofür die da war. Ich kann nur eben kurz erklären, was man hier so sieht. Ja, hier vorne, wenn wir hier rüber gehen, hier haben wir noch so einen kleineren Aushub.
Es mag natürlich sein, dass wir hier auch nochmal irgendwie so eine Art MG-Nest vielleicht hatten, so eine Nahbereichsverteidigung. Alles möglich, muss aber nicht sein. Und ja, ich weiß nicht, wie gut es auf der Kamera rüberkommt. Da vorne ist ebenfalls nochmal eine Senke. Und hier hinten sieht man dann nochmal Schützengraben, wie der sich da entlang schlängelt. Ja, ich bleibe jetzt noch in diesem Bereich, weil wir sind hier in dem südlichen Bereich des Waldes. Wir verlegen jetzt aber erst wieder zu dem Weg und dann gehen wir hier nochmal weiter in diese Richtung rein. Ich nehme euch wieder dazu. Ja, ich habe mich jetzt noch mal eben kurz auf der Karte orientiert. Also hier geradeaus vor uns liegend, da seht ihr den Schützengraben. Der verlief natürlich irgendwann mal hier durch. Diesen Weg wird es früher einfach nicht gegeben haben, da gehe ich stark von aus. Und der nimmt dann hier vorne entsprechend wieder Struktur auf, führt da vorne rein. Und da habe ich auf jeden Fall noch was, das ich euch eben zeigen möchte, beziehungsweise ich mir selber auch zeigen möchte, weil ich da jetzt noch nicht war. Das gucken wir uns noch an. Und dann verlegen wir schon wieder von hier aus in den nördlichen Bereich, weil hier unten gibt es jetzt ja keine Auffälligkeiten mehr in der Struktur, sag ich mal. Hier gibt es natürlich diesen Schützengraben. Der verläuft, also wenn ich das so grob überschlagen habe, sind das bestimmt 6 bis 7 Kilometer, die der hier am Wald entlang läuft. Der ist komplett erhalten. Und guck mal hier, wie interessant das hier aussieht. Ne? Das ist also schon wirklich eine spannende Geschichte. Und wenn wir uns das hier mal betrachten, dann haben wir hier entsprechend den weiteren Verlauf des Schützengrabens. Der schlängelt sich halt, wie gesagt, komplett durch den Wald. Und hier haben wir nochmal wieder einen Eingang. Und hier kommen wir ebenfalls wieder zu so einer Struktur, wie wir sie eigentlich vorhin auch schon gesehen haben. Also ich muss annehmen, dass das hier wirklich Unterstände waren. Sonst könnte ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht hat man aus diesen Unterständen irgendwo auch noch herauswirken können. Aber ja, für mein Dafürhalten ist das hier einfach eine ziemlich tiefe Kuhle. Und ich sehe da nicht, dass man da jetzt irgendein Geschütz oder sowas aufgestellt hätte. Also von daher, ich mutmaße, das sind einfach nur Unterstände gewesen. Wäre natürlich interessant, ob man da noch irgendwas drüber herausfinden kann. Ich werde, bevor ich das Video hier veröffentliche, auch nochmal natürlich darüber mich genauer informieren. Vielleicht finde ich da noch entsprechende Unterlagen zu. Vielleicht gibt es noch irgendwo auch eine Bebilderung oder irgendwas, so ein Beispiel, so eine Skizze. Man kennt das ja. Ja, und damit sage ich jetzt mal, wir sind hier im südlichen Bereich. Sind wir hier quasi schon durch, in Anführungsstrichen. Ich fand das schon interessant. Aber im nördlichen Bereich, da gibt es einiges mehr noch zu sehen. Und ja, da verlegen wir jetzt hin. Und ja, dann nehme ich euch wieder dazu, sobald wir da sind. Bis gleich. Wir haben jetzt hier in den nördlichen Bereich verlegt. Und hier ist schon mal als erstes so ein dicker Stein zu erkennen. Und hier aus der Ferne habe ich hier auch schon so ein Hinweisschild gesehen. Da dachte ich schon auf dem Hinweisschild, ob da wohl was drüber steht, über die jüngere Geschichte, die mit dem Stein jetzt nichts zu tun hat. Erstmal, das Ding ist irgendwie circa 2 Millionen Jahre alt. 3 Tonnen soll das Ding wiegen. Das ist natürlich schon immens. Ganz unten sieht man dann aber noch, zwischen der Kottengrover Maar und dem dicken Stein sind noch alte Schützengräben zu erkennen, die im März 1944 von polnischen und russischen Zwangsarbeitern gegraben wurden. So, dann wissen wir auch, wer das hier anlegen durfte, die ganze Geschichte. Ja, das Ganze befindet sich eben irgendwo hier vorne im Wald. Und dem werden wir jetzt mal nachgehen, was wir da noch sehen können. Links ist der dicke Stein und hier führt der Weg lang. Und da seht ihr hier schon, wie sich dieser Schützengraben hier hineinschlängelt. Komm hier hin. Und dann stellt sich dieses dar. Jetzt lässt sich das nicht mehr so ganz klar nachvollziehen. Es wird hier irgendwo gewesen sein. Dann da vorne durch und da hinten geht es wieder in den Wald. Das schauen wir uns jetzt gleich alles nochmal genauer an. Ich gehe davon aus, dass hier auch irgendwelche Kinder und so mit ihren Fahrrädern wahrscheinlich spielen, dass hier vielleicht so ein bisschen als so eine Art Bikepark oder so sehen. Ne, da hinten seht ihr auch, das sind alles irgendwie so ausgefahren, ausgetreten hier der ganze Bereich. Ja, wir verlegen jetzt da vorne weiter in den Wald rein und dann zeige ich euch, wie es da aussieht. Jetzt sind wir hier an einer ja, recht auffälligen, aber erstmal im Geländemodell eigentlich recht unauffälligen Geländestruktur im nördlichen Bereich angelangt. Hier seht ihr wieder Schützengraben. Ich zeige euch das natürlich auch auf dem Geländemodell, wie das da genau drauf aussieht.
Ja, wie gesagt, so getan. Und herzlich willkommen im Innenstudio bzw. aus dem Off. Ich habe euch hier ein Geländemodell eingeblendet, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir haben relativ in der Bildmitte haben wir 3 der Gruppennester von links nach rechts verlaufend. Ich markiere euch das auch alles mit Pfeilen, wenn ich das anspreche. Und von diesen Gruppennestern aus, außer von dem mittleren, da weiß ich nicht, wo da der Zugang abgeblieben ist. Da müsste eigentlich auch ein Weg gewesen sein. Vielleicht ist der mal aufgrund irgendwelcher forstwirtschaftlichen Maßnahmen halt einfach abhanden gekommen. Ich kann es euch nicht sagen, er ist auf jeden Fall nicht da. Der Rest ist aber ganz schön zu erklären, denn von diesen Gruppennestern aus verläuft entsprechende Schützengrabenstruktur nach unten, sage ich jetzt einfach mal. Das Bild ist sowieso gedreht, ich muss jetzt gar nicht so großartig reden. Also unten wäre in dem Fall eigentlich Westen und dann verläuft da der lange Schützengraben eben entsprechend von Nord nach Süd. Dieser lange Schützengraben, den ihr da seht, der jetzt letzten Endes auf dem Bild von links nach rechts verläuft, der geht also wirklich komplett bis zur südlichen Waldspitze durch. Und von diesem Weg aus, da seht ihr nochmal wieder Struktur, die Richtung Westen abgeht und sich dann unten nochmal wieder so teilt. Das waren dann letzten Endes die Stellungsräume am vorderen Rand, beziehungsweise letzten Endes an der Hauptkampflinie. Unterhalb seht ihr nochmal einen Graben. Dieser Graben, der wird da wahrscheinlich auch früher schon gewesen sein, denn an dem Graben oder kurz vor dem Graben enden ja nun mal eben auch diese Strukturen. Dann sehen wir da noch so Löcher. Zumindest an dem linken Bereich ist das noch sehr schön zu erkennen. Und da gehen wir auch gleich nochmal hin. Das müssten dann letzten Endes Stellungen gewesen sein. Wahrscheinlich auch irgendwelche MG-Stellungen. Das mutet hier auf dem Bild allerdings an, als wenn wir da auch so kleine Einschläge haben. Könnten also auch, ich sag mal, kleine Bombentrichter oder Artillerieeinschläge sein. Aber wenn man da vor Ort ist, kann man schon schön erkennen, dass auf jeden Fall am Ende dieser Struktur entsprechende Stellungen sind. Gut, wie gut sich das jetzt im Geländemodell abzeichnet oder was wir da tatsächlich sehen, vermag ich euch nicht zu sagen, aber das gucken wir uns jetzt gleich im Außenstudio mal eben an, die Geschichte. Und ja, damit beende ich jetzt das Gesabbel aus dem Off. Und wir sehen hier vorne irgendeine Art von Bodenvertiefung, irgendeine Senke. Ich kann nicht sagen, was es genau war. Und hier vorne hört letzten Endes auch dieser Schützengraben auf. Wir haben hier so eine Art Ausläufer. Wahrscheinlich wurde auch hier aus dieser, wahrscheinlich ist das hier sogar eine Stellung, wo dann eben in die Richtung nach draußen hätte gewirkt werden können. Das Gebäude stand früher natürlich noch nicht an der Stelle. Und dieses Ganze, dieser Ausläufer, der geht dann da vorne wieder zurück zu dem Hauptschützengraben. Also wir haben hier so eine Art vorgelagerte Stellung. Und das Ganze ist auf der anderen Seite ebenfalls so zu erkennen. Wenn wir nämlich einmal hier den Schützengraben ablaufen, dann kommen wir hier in den Bereich, wo dieser Verteiler anfängt. Im Sinne von hier rechts hoch geht es dann in den Hauptschützengraben, hier geht es runter in diesen Arm und hier geht das ebenfalls in diesen Arm hinunter. Und auch hier haben wir wieder so eine Bodenvertiefung. Ich gehe da jetzt nicht genauer hin, aber genau darüber her, da unten ist dann ebenfalls eine Bodenvertiefung. Ja, da vorne dieser Weg ist sehr schlecht zu gehen, deshalb wir verlegen jetzt hier weiter in den Wald hinein. Können wir auch machen. Hier ist nichts, also hier steht nichts, dass hier irgendwie Naturschutzgebiet oder sowas ist. Ich habe hier oben auf einem offiziellen Parkplatz geparkt. Das ist hier ein Sportplatz, seht ihr auch auf der Karte. Und man kann hier halt den Wald betreten. Also von daher gehe ich davon aus, dass das so auch in Ordnung ist. Gut, wir gehen jetzt da vorne weiter. Wie gesagt, zum Hauptgraben. Und dann habe ich hier noch 2, 3 Dinge, die ich euch zeigen wollte, beziehungsweise, wie ich gerade schon erwähnte, auch mir zeigen will. Ja, und dann können wir hier auch wieder verlegen. Ja, also ich nehme euch wieder dazu, wenn es was zu sehen gibt. Ja, wie Sie unschwer erkennen, wir haben hier wieder Schützengrabenstruktur.
Und hier geht ebenfalls nochmal so ein Abzweig ab. Und hier vorne kommen wir dann auch nochmal wieder in so einen Bereich, wo eben so eine Bodenvertiefung ist. In diesem Fall aber sehr viel größer auch als die wir jetzt gerade zum Schluss gesehen haben, wo ich sagte, das könnten auch entsprechende Stellungen gewesen sein. Hier haben wir nochmal wieder so ein richtig tiefes Teil, ne, so wie wir das gerade zu Anfang auch hatten. Hier vorne seht ihr, führt der Graben lang, da wo der Dexter steht, und hier geht das dann entsprechend rein. Also ich gehe davon aus, dass wir hier auch entsprechend so einen Unterstand hatten, wo die Soldaten sich dann aufhalten könnten, ne, außerhalb der Kampfhandlungen. Ja, wir haben davon hier noch 2, 3 weitere. Ich denke, das wird nicht viel Sinn machen, dass wir uns die auch noch alle anschauen, weil die letztlich genauso aussehen werden wie das, was wir hier sehen. Es gibt hier noch 1, 2 andere Dinge im Wald, wahrscheinlich auch 3, 4 oder 5, die ein bisschen anders aussehen. Die könnte man sich in der Theorie anschauen. Aber wenn ihr euch das hier mal anschaut, wie das hier aussieht, es ist also hier kaum gangbar, und die ganze Sache kann ich jetzt mit dem Hund hier sowieso nicht machen, aufgrund der Vegetation. Da würde ich jetzt, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 2 Stunden brauchen. Und die Zeit habe ich jetzt auch nicht und die Muße. Von daher, den Nordbereich haben wir uns hier auch angeschaut, und wir verlegen jetzt nochmal in den wirklich nördlichen Bereich, da wo eben früher auch diese Flakstellungen wohl scheinbar waren. Da habe ich nämlich auch noch was gefunden. Das sah interessant aus auf dem Geländemodell, und das schauen wir jetzt mal eben an. Ja, und ich nehme euch wieder dazu, wenn wir vor Ort sind. Jetzt müssen wir allerdings erstmal sehen, dass wir hier wieder aus dem Busch kommen. Bis gleich, ciao. Ja, das Männle muss jetzt mal eben hier warten. Wir sind hier östlich von Metternich, und wir haben hier eine ganz interessante Geschichte. Das sieht auf dem Geländemodell schon mal sehr vielversprechend aus. Hier zeichnen sich die Strukturen ebenfalls noch ab. Was das allerdings mal war, das kann ich euch so jetzt auch nicht sagen. Ob wir hier so eine Art auch Stellungssystem haben. Es ist auf jeden Fall für sich gelegen, autark im Endeffekt. Ich sehe hier keine weiteren Befestigungen oder sowas. Werde ich euch gleich zeigen. Das hier ist der erste Eindruck. Wir gehen mal eben hier rüber. Und dann zeige ich euch hier den. Da läuft ein Hase, das ist gut. Das ist egal, weil der Dexter ist ja hier auch angeleint. Hier haben wir Graben, der verläuft hier einmal so quer. Und ihr seht da hinten schon, da macht es nochmal so einen Knick nach links. Da gehe ich jetzt mal eben noch mit euch hin, obwohl das hier alles ein bisschen sehr unwegsam ist. Ich gehe da mal eben hier vorne durch. Außenrum ging es ein bisschen besser. So, live dabei sein. Und hier haben wir so etwas vorzufinden. Das ist auch schon wieder relativ tief. Und ich kann, wie gesagt, auch wieder nicht sagen, was wir hier haben. Ob wir hier vielleicht einen Unterstand hatten und ob die anderen 3 Strukturen, die wir da sehen, ob das dann Kampfstände waren oder ob wir 2 Unterstände und 2 Kampfstände hatten. Schwierig. Auf jeden Fall, das Ganze sieht dann hier so aus. Und ja, da vorne seht ihr wieder den Weg, wie er da hin verläuft. Und ja, da gehe ich jetzt mal hin, und wir besuchen jetzt auf jeden Fall alle dieser 4 hier vorhandenen Strukturen. Bis gleich. So, weil es mir gerade noch mal aufgefallen ist, weil es mir doch wirklich sehr aufgefallen ist. Wir sind hier noch mal bei der ersten Struktur. Jetzt passt auf. Also hier kommt es an, hier kommt man rein. Wir haben hier links eine kleine Aussparung, dann haben wir hier diesen größeren Bereich, und hier rechts haben wir ebenfalls noch mal eine kleine Aussparung. Sowas in der Art kennt man auch von Flakstellungen. Da lag dann zum Beispiel die Munition, oder da konnte man sich auch wegen mir mal
hinsetzen oder so. Das Ganze hier mutet mir aber ja nicht unbedingt wie eine Flakstellung an, weil der Innenbereich ist jetzt nicht sonderlich groß. Also ne, was richtig Großes wird hier nicht gestanden haben. Ne? Wir sind aber halt im nördlichen Bereich, wo es eben auch Flakstellungen gegeben haben soll. Ja gut, also nur für euch, damit ihr das gesehen habt, weil aus dem Geländemodell gehen diese zwei weiteren Öffnungen, die sich da drin befinden, nämlich nicht hervor. Gut, oh Gott, wie ich gerade schon sagte, wir gehen dann jetzt und schauen uns die anderen drei Strukturen ebenfalls an. Ja, jetzt ist die Verwirrung groß. Jetzt sind wir nämlich wieder da, wo ich den Dexter angebunden habe. Das habe ich gar nicht so erkannt, aber das ist hier schon diese zweite Struktur. Und jetzt pass auf, und das sieht man im Geländemodell auch ganz gut. Wir haben hier wiederum, ich sage jetzt mal, einen Kampfraum. Hier vorne ist der Verbindungsgraben zu den anderen Stellungen. Und da vorne seht ihr ebenfalls eine Mulde, genauso wie ihr hier eine Mulde seht. Und das kann man auch, wenn man das Geländemodell vergrößert, sehr schön erkennen. Also ist das hier eigentlich genauso angelegt, wenn man so will, wie das erste Teil, was wir gerade angeschaut haben. So, und jetzt gehen wir hier auch in eins durch. Das heißt, ich folge jetzt diesem ehemaligen Verbindungsgraben. Wir sind jetzt hier in der Mitte dieser ganzen Geschichte. Geradeaus geht es eben in die Stellung, in der wir noch nicht waren. Links, da waren wir ebenfalls noch nicht. Ja, und da rechts, da waren wir gerade zuerst. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier geradeaus und schauen mal eben, wie sich das da darbietet. Auf dem Geländemodell sieht das eigentlich genauso aus wie die Stellung, in der wir gerade waren. Und deswegen wird das wahrscheinlich hier auch wenig überraschend sein und eben auch genauso aussehen. Ja, hier sehen wir das genauso. Hier links haben wir einmal irgendwie eine Mulde. Da, ich nenne das jetzt einfach Hauptkampfraum, ohne genau zu wissen, was es ist. Und da hinten haben wir ebenfalls eine Mulde. Also interessant. Was ich auch sagen kann, ist, dass wir hier auf historischen Luftaufnahmen leider nichts gesehen haben. Ich habe hier eine Aufnahme von, ich glaube, 1951 sogar. Oder maximal 53. Da sieht man hier auch nur Wald. Man sieht also nicht, man kann das, was hier ist, was wir jetzt hier sehen, auf dem Geländemodell, kann man auf der Luftaufnahme nicht sehen. Von daher auf jeden Fall hier eine spannende Geschichte. So, ihr seht hier links der Verbindungsweg. Da gehen wir jetzt eben in die, ja, ich sage jetzt mal einfach vierte Stellung rein und schauen uns um. Und jawohl, wie wir sehen, ist hier ebenfalls so eine Struktur. Das heißt, auf dem Geländemodell sieht es nicht ganz gleich aus alles, aber es ist alles gleich. Hier ist wieder die kleine Mulde, hier eben der Hauptkampfraum in Anführungsstrichen und hier links ist wieder eine kleine Mulde. Ja, könnte natürlich in irgendeiner Weise schon irgendwas mit Flak zu tun gehabt haben. Wir haben 4 Dinger, ne? 4 Flakstellungen. Vielleicht hat hier irgendwas gestanden. 2 cm Flak. Gab es das in dieser Anordnung? Ich habe keine Ahnung. Eine Mörserstellung? Weiß ich nicht. Eigentlich so nicht angelegt. Ne? Also zumindest bei der Bundeswehr legt man sie nicht so an. Die legt man dann irgendwie eher nebeneinander und untereinander versetzt an. Das sehe ich hier nicht. Ja, ich kann euch da gar nicht mehr zu sagen. Das war hier erstmal unser Ausflug hier in diese Heimersheimer Geschichte. Metternich, Zwistal, alles liegt hier in der Nähe. Und wenn ich dazu noch irgendwas Sachdienliches herausfinde, dann blende ich euch das natürlich gerne ein. Und ja, vielleicht kommt ja der eine oder andere auch von euch hier aus dieser Ecke und weiß da was zu. Wobei ich muss jetzt sagen, dieses, was ich jetzt hier gesehen habe, das liegt so abseits. Hier ist keiner. Na, also hier läuft auch keiner lang oder so. Ich sehe hier überhaupt gar keine Fußspuren oder sag ich mal so, dass hier irgendwie ein Trampelpfad wäre, wo man sagen könnte, ja, da läuft manchmal einer her oder so. Hier ist also wirklich komplett
Dieser Zipfel hier, dieser Waldzipfel ist komplett unberührt. Und ihr seht das ja auch, wie das hier aussieht. Ne? Hier wird auch nichts beräumt. Hier liegt überall Birke rum, die ist umgefallen. Und ja, das wird es. Von daher vermute ich schon bald, dass das hier auch wieder so eine Geschichte ist, die irgendwie keiner mehr kennt. Spannend auf jeden Fall. Was höre ich da hinten? Hört ihr das? Könnten die Trommeln von Mordor sein. Wir müssen auf jeden Fall jetzt schnell hier weg. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo. Ihr könnt mich mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Und empfiehlt dieses Video anderen Leuten, die ihr kennt und die mal, wo ihr meint, dass die es auch interessant finden können. Vielen Dank und bis die Tage. Ciao.